you can still create superior results by just turning the knobs and listening to the sounds that it creates. Alles klar, Streaky. Das schauen wir uns jetzt mal an. Einige kennen von euch vielleicht den Musikproduzenten und Audioingenieur Streaky, hat schon für diverse große Leute produziert, unter anderem Ed Sheeran, Depeche Mode, Paul Weller. Und der hat jetzt ein neues Plugin rausgebracht namens Colorbox. Mit nur 3 Reglern lässt sich dein kompletter Mix angeblich komplett aufpolieren. Hier gibt es Produzenten, die schon ihr Feedback dazu gegeben haben, wie man hier unten sehen kann. Auf der Seite streakyaudio.com kann man sich das Ganze dann natürlich auch im Detail anschauen. Alles sehr übersichtlich und einfach gemacht, so wie wir es lieben. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier habe ich einen Beat von mir reingeladen, der ist komplett ungemastert, den findet ihr auf meinem Beat-Kanal, letztens erst hochgeladen, Santorini heißt das gute Stück und hier haben wir die Colorbox. 3 Regler und ein gutes Ergebnis, ich bin gespannt. Ich lasse den Beat natürlich erstmal so abspielen, den aktivieren wir erstmal und damit ihr überhaupt hören könnt, wo wir starten. Okay, alles klar. Also wir sehen hier auf der linken Seite Warm. Ich denke mal, damit ist der Low-End-Bereich gemeint, Clarity und Focus. Mal gucken, was auf der Homepage steht. Die Tiefen mitten eines Titels sind entscheidend, da hier die meiste Schwerarbeit geleistet wird. Das ist richtig. Die Colorbox Wärmekurve wendet mit einer sorgfältig entworfenen Kurve die perfekte Menge an EQ für optimalen Klang. Klingt nach ein bisschen Pultec-Technik, aber ja, sehen wir mal gleich. Klarheit, also Clarity. Es kann schwierig sein, Klarheit in einem gesamten Mix zu erreichen, ohne dass einige Elemente dünn klingen. Der Colorbox Klarheitseffekt löst diese Probleme sofort, indem er seine Kurve anwendet und so ein überraschendes, klares und ausgewogenes Ergebnis liefert. Alles klar, werden wir gleich sehen. Fokus. Die Midside Magic EQ Fokuskurve von Streaky verbessert sofort die Präsenz des Tracks, ohne die Phasen- oder Stereobalance negativ zu beeinflussen. Der perfekte Mixverstärker. Okay, genug gelesen. Wir gehen jetzt in die Praxis über und ich bin selber mal gespannt. So, aktiviert und los geht's. Ist da jetzt was passiert? Ja, ne? Der ist da jetzt ein bisschen wärmer geworden. So, mal einen kurzen AB-Vergleich machen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie es klingt, wenn man einen Mix beendet hat und den nach 2 Wochen nochmal hört, was man da eigentlich immer hätte besser machen können. Okay, kurz gefasst, Warm ist klar, die Wärme kommt dazu im Low-End-Bereich, Clarity und Focus, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, wie das Ganze arbeitet. Deswegen würde ich folgenden Vorschlag machen. Wir schauen uns mal an, was der so im Frequenzbereich macht. Dazu lade ich den EQ Curve Analyzer von Beartom rein. Appliziere ich direkt mal. Okay, so dieses nette Tool hier zeigt uns jetzt nämlich haargenau, wie Colorbox arbeitet. Starten wir mit dem Warm-Button und ich gehe mal davon aus, dass es wie so ein Pultec EQ jetzt schön im Low-End-Bereich hochgefahren wird, aber wir werden es gleich sehen. Oh, was passiert denn da? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er im Bereich zwischen 100 und 200 Hertz arbeitet. Hat man gar nicht so rausgehört, oder? Ja, tatsächlich. Also der geht sozusagen mit so einer schön weiten Bellkurve im Bereich zwischen 100 und 250 Hertz, glaube ich, sind das. Ja, 200 Hertz, genau. Alles klar, dann gehen wir mal zu Clarity. Was passiert denn hier? Oha, so der Tiefen- und der Höhenbereich wird geboostet, quasi wie so ein Pultec-Effekt und die kompletten Mitten bleiben unten. Okay, so sieht das Ganze also aus. Dann noch der Fokus. Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass nur oben in den hohen Frequenzanteilen was passiert und ich habe recht behalten. Okay, hier wird also nur in den Höhen geboostet. So viel dazu. Ich glaube, hier kann man das Ganze sogar noch verstärken. Hier wird es nur lauter. So, dann haben wir noch Presets dabei, A Kind of Magic, EDM Cleaner und so weiter. Da gehe ich jetzt mal so ein paar durch.
Okay, ich mache mal einen Vergleich. Ich booste das Ganze jetzt mal mit diesem Tool und danach probieren wir das mal mit dem Poiktec EQ. Wenn man jetzt schnell eine Demo fertig machen will oder so eine Preview zum Rüberschicken, finde ich das Tool eigentlich gar nicht ganz verkehrt, denn man bekommt hier sehr schnell Klarheit und Struktur rein. Was nicht heißen soll, dass man das mit anderen Plugins nicht hinbekommt. Das ist völlig klar, aber es geht mehr um den schnellen Workflow. Und wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel gleich eine Preview, eine Demo der Künstler wartet und dann kann man zwar auch mit Ozone 11 machen, meiner Meinung nach auch mit dem Vintage EQ, und wisst ihr was, das machen wir jetzt auch. Das duplizieren wir jetzt mal hier. Den mute ich mal. Hier kommt die Colorbox weg. Und dann laden wir mal Ozone 11 rein. So, dann schauen wir mal. So sahen die EQ-Kurven vorhin ungefähr aus. Ich will das jetzt nicht haargenau so kopieren, denn das dauert ewig, bis ich da auf den Millimeter gekommen bin. Aber so ungefähr sollte das von den Kurven von vorhin passen. Und zack, auf die Schnelle jetzt mal gemastert, um den AB-Vergleich zu testen und um zu gucken, was da für ein Unterschied zu hören ist, meine lieben Leute. So, dann fangen wir mal an, die Colorbox, und dann wird zu Ozone 11 geswitcht. Ja, wie prophezeit, das Ergebnis hört sich sehr identisch an, und jetzt mal ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische, was haltet ihr von den ganzen neuen Plugins, die in letzter Zeit rauskommen, was so Mix und Mastering angeht? Ich weiß nicht, was da noch gehen soll nach SUS 2 und Ozone 11. Ich bin auch gespannt, wie Ozone 12 klingen wird, ob es da mit was für Tools die da noch kommen, weil ich meine, Clarity, Low End und Rebalance und was Ozone 11 da noch reingepackt hat, ist einfach grandios. Ich finde, mehr braucht man auch nicht. Aber schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Findet ihr, es ist alles Geldmacherei, was in letzter Zeit rauskommt? Oder macht so ein Plugin wie Colorbox von Streaky Sinn? Ja, ansonsten vergisst keinen Daumen da zu lassen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und natürlich auch die Glocke aktivieren. Und es wäre schön, wenn ihr einen Kommentar drunter schreibt, damit das Video vom Algorithmus gepusht wird und meine Arbeit dementsprechend auch mit Reichweite belohnt wird. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Restabend, macht es gut oder besser, und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin, Tschüssikowski.